Hallo Minecraft-Freunde, willkommen zurück und heute geht's mit dem Crazy Scheiß los. Heute zeige ich euch, wie man Datensignale routen kann. So, ihr kennt ja hier diese Vergleicherschaltung vom letzten Mal. Machen wir Folgendes, wir setzen einfach an den Ausgang hier einen Komparator und schon können wir entscheiden, welche Signale durchgelassen werden. Ja. Jetzt habe ich da die 3 drinne, hier auch. Jetzt gucken wir mal und jetzt sollten 3 Lampen leuchten. Super. Wenn ich jetzt die 4 drücke, kommt nichts. Und auch bei der 2 kommt auch nichts. Also auch alles, was größer oder kleiner ist, kommt dann nicht mehr. Ja, so. Das Einzige, was jetzt hier noch das kleine Problem ist, das zeige ich euch jetzt hier. So, jetzt habe ich auf 4 gestellt. Wir sehen, auch hier passiert jetzt nichts. Das Signal geht weiter. Bei der 3 sehen wir, passiert da auch nichts. Und bei der 4, da sehen wir, da leuchten jetzt die Lampen. Und ihr habt gesehen, diese Lampe hat auch geleuchtet. Wenn wir jetzt natürlich möchten, dass das Signal, was jetzt hier weitergeht, ja, was hier lang weitergeht, nicht da lang weitergehen soll, dann kann man das zum Beispiel auf diese Art machen. So, hier ist die Seite 2 und wir sehen, hier ist im Prinzip dasselbe aufgebaut. Nur haben wir jetzt hier den Ausgang. Ne? So, jetzt gucken wir mal die 2 und jetzt sehen wir, geht hier das Signal dann und da drüben nicht. Und wenn ich jetzt auf ein anderes Signal schalte, dann sehen wir, geht es da drüben durch. Und dasselbe natürlich auch mit der 1. Das geht dann auch hier drüben durch. So, nun wollen wir aber natürlich nicht die Signale einfach nur einzeln routen, sondern nach Möglichkeit in alle 4 Richtungen. Dafür empfehle ich euch einmal diesen Signalverteiler für Signalstärken nachzubauen. So, ich mache mal ein bisschen höher. Und dann könnt ihr nämlich sehen, wenn ich jetzt hier den Hebel umlege, dass das Signal hier, sieht man es vielleicht ganz gut, nach und nach runtergeht, bis es aus ist. Ne? Also es sollte sich auch nicht aufhängen. Und dann können wir beigehen. Nein, das ist noch nicht. Hier wäre es schon fast. Hier sind wir jetzt erstmal richtig und wir sehen jetzt, dass mit dieser Konstruktion, habe ich ja gerade schon gezeigt, können wir gezielt Redstone-Signal jetzt rüberlenken. Jetzt wollen wir aber vielleicht nicht einen gezielten, sondern da wir jetzt ja hier 4 Stück haben, wollen wir vielleicht ganze Bereiche rüberlenken. Ja. In dem Fall machen wir hier noch ein Lesepult hin, machen hier das Redstone weg. Das wäre hier das. Und damit bestimmen wir jetzt, ab welcher Stromstärke, also ab welcher Signalstärke hier ein Signal drinne verarbeitet werden soll und bis wohin. Also in dem Fall wäre das jetzt Signalstärke 1 und 2. Und das Ganze habe ich hier nochmal so aufgebaut, dass ihr das nochmal seht. Dieser Komparator, also hier seht ihr es, der geht quasi in die Seite rein. Der gibt uns hier an, ab wann und hier bis wann geschaltet wird. Das sind dann diese 2 Fackeln. Und hier haben wir zum Beispiel die 2 bis 3 drinne. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Signal 4 ist schon mal gut zum Demonstrieren, dann sehen wir, hier leuchtet nichts. Und wenn wir jetzt hier auf die 3 gehen, dann leuchtet. So, und auch bei der 2 leuchtet es, weil ja das der Bereich war, den wir eingeschaltet hatten. Da sehen wir auch, 2 Lampen haben geleuchtet. Und bei 1 leuchtet dann natürlich nichts mehr. So, und das Ganze können wir jetzt noch erweitern. Hier haben wir jetzt 2 bis 3, jetzt machen wir mal 2 bis 4 und ihr erinnert euch, gerade eben bei der 4 hat nichts durchgeschaltet. Ich zeige euch jetzt auch erstmal die 5, schaltet nicht, kommt die 4, dann schaltet's, klack, und ja, jetzt habe ich hier nur 4 Lampen. Theoretisch können wir das natürlich jetzt entsprechend weiterführen. So, und das reicht mir aber vielleicht nicht. Vielleicht möchte ich auch 2 Bereiche haben. Dann wird das Ganze nochmal hier um diesen Teil erweitert. Das könnt ihr auch in der Structure World euch nochmal in Ruhe angucken. Da habe ich einen Bereich. Ich zeige ihn euch kurz.
So, ab in die Structure World. So, ach, wir sind ja sogar schon vor Ort, wie praktisch. Ja, hier seht ihr jetzt anhand der Markierung, wir können quasi 3 Bereiche auswählen, die nicht schalten und 2 Bereiche, wo geschaltet wird. Ja, jetzt haben wir auch gerade gesehen, das Redstone-Signal ist jetzt im roten Bereich und hat nicht geschaltet. Jetzt sind die Lampen an, jetzt gehen die Lampen aus, jetzt gehen die Lampen an und jetzt passiert wieder nichts. Ja, sehen wir hier oben. Also das ist der Teil, wann, wo, wie geschaltet wird. Es kann sein, dass ihr gelegentlich auch noch diesen, hier habe ich es ein bisschen schlecht aufgebaut, dass ihr diesen Verstärker hier und diesen Vergleicher und diesen Vergleicher noch negieren müsst. Ja, da kommt drauf an, ob ihr jetzt bei 15 seid, ob ihr die 15 haben wollt oder nicht. So, ja, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. So, in dem Fall seht ihr, habe ich den umgeschaltet und habe hier quasi diesen Block mit diesem Komparator getauscht. Einfach nur, damit das etwas übersichtlicher ist. Ja, und jetzt können wir quasi einstellen, einmal von 3 bis 6 in dem Fall und dann nochmal von 10 bis 12. Und dazwischen wird nichts geschaltet. Also bei der 7 bis 9 werden hier die Lampen jetzt nicht blinken. Wenn ich das hier wähle, dort, hier können wir auch gut gucken. Gehen wir erstmal bis zur 6 und dann sehen wir, das blinkt noch. Klack. Und wenn wir jetzt auf die 7 gehen, hört es auf. Und wenn wir jetzt die 9 machen, habe ich ja auch gesagt, 7, 8 und 9 fällt aus. Es blinkt nichts. Und wenn wir dann jetzt die 10 machen, dann blinkt es wieder. Und wenn ich mich richtig entsinne, ging das bis zur 12. Wir sehen, es blinkt noch. Und wenn ich jetzt die 13 wähle, dann ist es hier auch aus. So. Jetzt wollt ihr aber vielleicht nicht aus 15 wählen, sondern ihr habt vielleicht hier auch, wie hier drüben, Fernsteuerungssignale, die etwas länger sind. Was natürlich jetzt hier noch der Vorteil ist, da komme ich gleich zu. Oder jetzt? Naja, okay, erstmal jetzt, was man natürlich jetzt hier noch machen kann. Ich könnte jetzt, nur als Beispiel, ich nehme mir mal hier eine Coverbob. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. So, und die setze ich jetzt zum Beispiel mal hier hin. Moment, lass mich kurz gucken. Nö, ich setze die hier hin. Ändere das hier, mache hier einen Block hin. Hier könnte ich jetzt auch den Vergleicher lassen, aber ich glaube, so ist es einfach schöner. Das kommt aus. Hier kommt noch ein Block drauf. So, und wenn wir jetzt schalten, so, also die 12 zum Beispiel, dann sehen wir jetzt, die bleibt an. Und warum bleibt die an? Nehmen wir an, wir haben hier Schienen. Ja, und jetzt seid ihr wahrscheinlich auch schon drauf gekommen. Wir sind zu hoch. So, so. So. Und wir könnten das jetzt ja hiervon noch ableiten hier. Mit einem Komparator auslesen. Da unten habe ich irgendwas kaputt gemacht und das war nicht gut. Das muss nämlich hier so sein. So, und jetzt könnten wir das Signal hier vorleiten und sagen wir mal, wir hätten ungefähr auf dieser Höhe dann hier eine Weiche. Da holen wir uns mal kurz das Zeug. Brauchen sowas und dann natürlich noch eine Sensorschiene. So, bam, 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 bam. Da, 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 da. So, dann machen wir hier eine Sensorschiene drauf und hier noch ein Redstone und hier muss eine Fackel drunter. So, wie ist sie jetzt geschaltet? So wollen wir es nicht. Das heißt, wir drehen das Signal noch einmal um. Jawohl. Haben wir hier noch die Signale hin und wir sehen, wenn wir jetzt hier noch
bisschen Power drauf geben hier und nicht weiterführen. Und hier noch Power drauf geben. Die machen wir mal weg, dass da gleich gebremst wird. Und dann können wir hier noch Power drauf geben. Jetzt nehmen wir uns mal ein Minecart. Ihr seht, die Weiche ist jetzt geschaltet. Und wenn jetzt das Minecart hier drüber fährt, dann fährt es über die Weiche und schaltet sie dann aus. Und somit ist quasi das Signal und das Minecart jetzt geroutet worden. Jetzt wollen wir aber natürlich nicht nur 1 aus 15 wählen oder einen Bereich aus 15, sondern wir wollen vielleicht ein Tickel mehr Stationen haben. 225, 3375, was war das nächste? 50.000 irgendwas, ich weiß nicht mehr. Wir können gleich gucken. Aber wir können dem Minecart natürlich jetzt auch eine ID zuordnen. In dem Fall habe ich jetzt eine einfache ID gewählt hier. Und das heißt, das Minecart, wenn das jetzt hier sich gerade am Auffüllen, da helfen wir mal kurz. So, und hier noch. So, da drüben, das ist jetzt, das ist auch gleich leer, da helfen wir auch mal kurz. So, und wenn gleich dieses Minecart leer ist, diese Technik ist nur zum Erproben, das kann man später auch nochmal kompakter und so weiter machen, dann schalte ich hier unten, das solltet ihr ignorieren im Moment, ich habe das hier oben freigeschaltet, ne? Das waren hier alles nur Experimente. So, also wenn das jetzt, sagen wir mal, hier wäre jetzt kein Holz drin, jetzt haben wir es schon gesehen, es fährt los, schickt das Signal und sagt dem, okay, jetzt fahr los. So, was ist der Hintergrund? Es könnte ja sein, dass jetzt hier zum Beispiel Kohle drin ist, anstelle jetzt Bambusbretter. So, und diese Kohle hat jetzt, keine Ahnung, die ID 12. Ja, oder was haben wir jetzt hier als Beispiel? Okay, wir haben die ID 12. No, ID 3. Wir ziehen ja ab. Ne? Wir ziehen von den 15 hier die 12 ab, also ID 3. Steht jetzt im Moment für Kohle und sobald quasi Kohle leer ist, macht er hier eine neue Anforderung. Das Minecart wird aussortiert irgendwo, nimmt eine andere Route, wird irgendwo rausgelenkt als leeres Minecart, kommt dann irgendwo hier in eine Strecke mit Befüllung, also wo die Minecarts dann ausgewiesen werden. Man könnte jetzt hier eine Sensorschiene noch machen, anstelle dieses Dings hier, und dann können wir die hier hinten noch auslesen zum Beispiel. Da haben wir ihn doch. Und könnten dann hier die schalten. Über irgendeinen Weg. Eigentlich brauche ich jetzt hier nochmal einen Block mehr, glaube ich. So. Und das hieße dann, wenn jetzt ein Minecart kommen würde und die Weiche wäre geschaltet, ihr müsst euch vorstellen, ist ja hier jetzt so als Demonstration, es wäre so, und er stellt fest, aha, hier ist jetzt, fehlt jetzt noch ein Minecart, und nehmen wir auch ein Trichter-Minecart wieder, und wenn das dann hier reinfährt, kann er sagen, okay, ich bin, war natürlich jetzt sehr schlecht, können wir nicht so machen. Können wir nicht so machen. My fail. Okay. Ja. Ist die Frage, ob die Sensorschiene auch hier oben ausgelöst wird. Da wird sie nämlich die Soundtür öffnen. Okay. Zumindest würde jetzt sagen, okay, ich bin voll und jetzt wäre die Fackel aus. Ne? Jetzt stehen die zwar aneinander, aber durch das Update ist das zum Glück ein bisschen besser geworden. Hier stehen sie auch übereinander. Aha, da kommt das nächste. Hier kommt das Signal. Und okay, das Minecart war wahrscheinlich noch nicht voll. Jawohl. Gut, und du wärst jetzt wieder runtergekommen. Richtig. So, weil wir ein bisschen geholfen haben. So, und letztendlich soll hier quasi eine Glocke dranhängen und dann das Signal alle paar Minuten mal losschicken und dann das Signal wieder geben. Und hier das Minecart fährt dann auch wirklich nur los, wenn es dann gefüllt ist. Jetzt mache ich das mal einen manuellen Start. So, und wir sehen jetzt, die Minecarts rutschen zwar ein bisschen nach, aber nicht so viel. Ja, also die verheddern sich da nicht mehr so schnell. Naja, okay, das ist, eigentlich sollte das, glaube ich, nicht mehr passieren. Gut, egal, da kann man sich ja dann nochmal Gedanken machen. Das ist erstmal nur eine Grundidee für das weitere Konzept.
Ja, wir waren dabei stehen geblieben, dass wir hier jetzt vielleicht nicht nur 15 Signale, sondern vielleicht ein bisschen mehr schicken wollen. So, das heißt, ich bin beigegangen und habe den Speicher übereinander gebaut. Der füllt sich von hier oben, das kann ich hier mal demonstrieren. Ist der auch leer? Jawohl. Das ist im Prinzip der gleiche Speicher, nur übereinander. Hier wird der Eingang gesperrt. Und hier haben wir jetzt eine, zeig mir, eine 6 gespeichert. Haben wir mal ein bisschen was Höheres. Und das landet jetzt hier unten, haben wir noch die 6. So, hier haben wir noch die 6 und hier in der nächsten haben wir dann die 11. Und jetzt machen wir nochmal wieder ein schwächeres, dass wir auch sehen, dass die Signale in beide Richtungen nicht überschrieben werden. Kam jetzt überhaupt was an? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Und dann noch eine 1. Und diese 1 ist jetzt hier ganz schwach zu sehen, aber dadurch, dass jetzt so ein bisschen hier die Partikel rauskommen, ist das, glaube ich, ersichtlich. Ja, mit einer 0 sieht man es auch noch besser. So, okay. Und dann habt ihr quasi diesen Signalverteiler. Da holen wir uns das Signal hier in irgendeiner Weise aus, dass das hier dann zum Beispiel reingeht. Hier ist vielleicht treffender. So, hier kommt dann das Signal raus. Und dann kann man das hier abgleichen. Jetzt wechseln wir nochmal in die Structure World. Dann erkläre ich euch nämlich jetzt auch dabei direkt das Bahnsystem, das hier. Ja, hier sind es jetzt nur 2 Speicher übereinander. Blau und grün. Ja, hier sieht man es. Hier ist die Aufnahmestopp, hier ist Aufnahmestopp. Und der dritte Speicher ist hier nicht vergeben. Das hier oben drüber ist alles dann noch Zugtechnik und Verteiltechnik. Wird sich aber jetzt ein bisschen was ändern, weil ich habe da noch ein bisschen mehr vor. So, ihr seht hier unten habe ich jetzt noch ganz alte Technik hier. Ja, mir fehlt hier zum Beispiel noch der Dings, weil ich habe hier den Eingang, das heißt das 4. Lesepult fehlt noch. Und für den Abgleich nach oben, die höheren abzugleichen, habe ich hier nur einen einfachen Vergleicher. Das heißt, wenn das Signal passt, dann hat er ein OK gegeben. Ich zeige euch das jetzt nochmal an einer ganz anderen Geschichte. Da ist nämlich nochmal interessanter, beziehungsweise besser zu sehen und wir haben ein bisschen mehr Platz. Und zwar hier, wo ich auch schon 5 Signale geroutet habe. Ja, allerdings noch auf eine etwas andere Technik, wie gesagt. Ich habe hier unten nur, hier ist noch mal ein älteres System, wie ihr seht, aber die Grundidee war das schon. Hier sieht es ein bisschen schwierig aus, weil halt das Signal noch hier durchläuft. Aber letztendlich habe ich hier unten einmal den Abgleich. Hier wird nur der blaue mit allen abgeglichen und hier oben, wenn die Zelle beschrieben war, dann hat er hier das Signal freigegeben. Und wenn das ja gepasst hat von der Dings, dann war hier 0 Signal, dann ist hier nichts passiert. Sollte hier aber ein Signal raufkommen, also irgendeins von denen hier nicht übereinstimmen, heißt das, ich bin im falschen Bereich, im falschen Stockwerk, irgendwas passt also nicht. Und dann hatte ich eine Stelle rausgesucht, wo ist der Ring, hier ist der Ring. Hier laufen alle Signale hin und dann habe ich mich nur noch hier entschieden, sollst du schalten oder sollst du nicht schalten. Ne? Also wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, ist er hier angegangen. Dieser Ring hier, da nicht runterfallen, hier, dieser Ring. Und dann habe ich irgendwo gesagt, hier zum Beispiel, okay, wenn du angehst, dann schalte mir die Fackel. Und bei den anderen war es halt, wenn du ausbleibst, dann, beziehungsweise wenn du einschaltest, blockiere die anderen, ne? So. Ja, das war jetzt hier der Teil, aber ich bin zu einer anderen Idee gekommen, die noch ein bisschen cooler ist. Und dazu kommen wir jetzt. Warum habe ich 5 Signale genommen? Weil damit jetzt so viel mehr möglich ist. Ganz ehrlich. Ich habe es hier mal aufgeschrieben. Als letztes wird immer der Befehl geschickt. Ne, das ist das letzte Signal, was hier reinkommt. Warum, werde ich auch gleich erklären.
Ich könnte dann zum Beispiel hier ich hatte hier nochmal mit 6 experimentiert, ich glaube, das ist aber zu viel. Ich kann dann hier auf der Befehlsposition zum Beispiel sagen, eine normale Lore, dann, das habe ich mich auch jetzt noch ein bisschen umentschieden, komme ich aber gleich noch zu, warum. Ja, wir können halt quasi hier erstmal bestimmen, welche Lore ist hier unterwegs. Ja, ist es normale Person oder Mob-Lore, ist eine Trichter-Lore oder ist eine Truhen-Lore. Und dann können wir dem entweder eine Zieladresse geben, was bei 4 mal 15, also 15 hoch 4, 50.625 Bahnhöfe ermöglicht. Und bei Items, also sagen wir mal, du hast jetzt hier Trichterlore mit der Stärke 2 und dann kann man sogar bis zu 50.625 Items zuordnen. Also jedem Item eine ID, sodass das System weiß, aha, da ist eine Trichterlore mit Kohle, da ist eine Trichterlore mit, was weiß ich ja. Ihr könnt ja jetzt alles machen. Ihr könnt ja auch nicht stackbare Items, könnt ihr auch codieren und die dann zu einer entsprechenden Entladestation lotsen. Das ist jetzt möglich. Ihr könnt einzelne Items auch dann entsprechend bis zu 50.000 zum Beispiel in den Wasserstrom ausgeben lassen. Oder ihr sagt, okay, ich möchte eine Schalke. Ja, jetzt nehme ich mir doch mal ein Schild. Und wir sortieren das mal hier. Also eine Lore, dann Trichterlore, dann mit der Stärke 3 machen wir dann Kistenlore. Dann haben wir die normalen Items für einzelne Items, die dann irgendwo ausgegeben werden. Dann haben wir Schalkerkisten zum Beispiel, gefüllt mit irgendwas. Nicht Schackler, sondern Schalker. Dann haben wir noch, jetzt richtig special, zum Beispiel Text. Warum Text? Dazu komme ich jetzt nochmal. Wir wechseln nochmal kurz die Welt. Nein! Hier wollen wir hin. Und zwar in die Structure World. Und zwar wollen wir jetzt muss ich mal den roten Pfeil, da ist der rote Pfeil und wir müssen in diese Richtung fliegen und ich mache Highspeed. Hui. Einmal durch das Schienensystem und bis hierhin. Hier habe ich ja meine Tastatur und diese Tastatur kann mir quasi 225 unterschiedliche Signale geben. Ne? 1, 2, 3, 4, 5 mal 1, 2, also mal 15 in die Richtung. Und ja, das heißt, ich kann jetzt 225 Signale mit diesem Codiersystem an 225 unterschiedliche PCs senden. Ja, also ich kann dann quasi in Zukunft hier irgendwo sagen, okay, ich möchte einen Text jetzt an Computer 15 schicken oder 115 oder 157 und dann tippe ich den Text ein und drücke dann irgendwann auf Senden. Das Senden hat aber eine andere Funktion nachher. Jedenfalls, die haben auf alle Fälle die Farben geändert. Das war mal richtig schwarz hier. Vielleicht seht ihr das auch schwarz. Bei mir ist das hier ein bisschen grauer als das hier. Jedenfalls können wir jetzt quasi jedes Zeichen an einen bestimmten Computer senden. Und dafür hilft uns auch diese 5er-ID. Ja, also 4 mal 15, da hat man einiges an Auswahl. Und das erste macht man dann als Befehl. Ja, so ist das dann gedacht, ne? So, dann hätten wir Text und wir sehen, jetzt haben wir erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier noch zum Thema Transport, da kann man ja auch noch so, ein kleiner Augenblick. Auch sowas noch machen. Korrekt. Wir können auch einen Teleport sogar hinschicken an 50.000 Stationen. Oder nein, lass mich korrigieren, an 225 Stationen für 225 Spieler. So ist korrekt. Ja. Und dann Items, Schalker, Text. Und ich weiß nicht, was noch sein könnte. Na, jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Befehle haben wir jetzt gerade weg. Ich hatte überlegt, ob man vielleicht
2, also das doppelt kodiert mit den Befehlen, aber mir ist im Moment noch nicht mehr eingefallen. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare, was man hier noch kodieren könnte, dann werde ich das ins System aufnehmen. So, was hat sich jetzt geändert im Gegensatz zu dem alten System? Ihr seht das jetzt schon hier. Ich habe hier einmal so diesen Signalverteiler hier rauskopiert. Ja, also hier wäre quasi, ist die Mitte, diese 4 Blöcke. Und wir haben dann hier einen Bereich. Und jetzt bin ich beigegangen. Hier ist noch ein grober Aufbau erstmal. Und wir können jetzt für jeden einen gewissen Bereich festlegen. Ich könnte jetzt ja auch sagen, okay, Minecart 1 bis 3, also alles was Lore ist, soll jetzt hier lang fahren. Ja. Und dann kann ich bestimmen hier unten, okay, von 1 bis 15 und von 1 bis 15, bla 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 und so weiter. Wir können dann einfach alles durchschicken. Ja, ich habe das jetzt hier mal schon mal ein bisschen anders erweitert noch. Ihr seht, da fließen gerade die Signale. Was habe ich jetzt hier gemacht? Erstmal leiten wir jetzt hier, da seht ihr jetzt, wie es sich von unten her auffüllt. Ich nehme mal ein stärkeres Signal, das ist mir ein bisschen schwach. Wir gehen mal auf die 15. So, dann seht ihr nämlich jetzt, wie sich das Signal einmal von unten her auffüllt. Bam, dann schaltet es hoch, gibt das Signal hier weiter. Hier sind einzelne kleine Speicherzellen, das kann mal weg, wo ich dann nachher die Signale zwischenspeichern kann, weil wir sind ja an einem Kreuzungspunkt. Das heißt, es kann ja von der anderen Seite noch ein Signal ins System gekommen sein, was gerade noch verarbeitet wird. Bäm, das ist meine Sperre. Jetzt sehen wir, wie sich der Speicher hier auffüllt. Und keine Angst, das System ist schneller, als was der Speicher von einer Richtung auffüllen kann. Ein Tick schneller. Ich habe es ein bisschen langsamer gestellt, um eine sichere Auswertung zu haben. Und jetzt können wir sehen, hier ist schon weg. Jetzt füllt sich das zwar. Nö, da kommt es erst. So. Und so kann man quasi jetzt die Signale verarbeiten. Werden hier schön gesplittet und dann hier auf diesen Verteiler gesetzt. Ihr seht auch, hier habe ich schon beide umgeschaltet. Kommt halt immer drauf an, ne, ob man den hier umschaltet oder nicht. Und ja, nun habe ich das Signal hier durchgeroutet. Wir sehen hier unten, es schaltet nichts, weil hier ist 1 bis 14. Das gleiche wird hier auch sein. Doch, wenn ich jetzt einmal 1 zurückblätter, wir sehen auch, im Moment läuft hier nichts durch. Und die Signale greife ich mir von hier unten raus. Das erkläre ich aber am laufenden Beispiel, sprich ich blätter einmal zurück, in der Hoffnung, dass das schon reicht, dass das Signal jetzt gleich weiter geroutet wird. Erste wird noch nicht passen, der jetzt dekodiert worden ist, genau, aber der nächste, der jetzt kommt, könnte passen. Nein, noch nicht. Höchstwahrscheinlich, weil das hier nicht passt. So, zweiter Bereich voll aufgedreht. So. Wollen wir nochmal? Und wir sehen 2, wir können ja mal zählen, dann sehen wir das 1, 2, 3, 4, 5 saubere Signale hier durchgehen. 2, 3, 4, 5. Und das ist wirklich jetzt jedes Mal ein extra Signal, was hier gefiltert worden ist. Ne? Das ist erstmal nur ein Konzept, das wird vielleicht nochmal ein bisschen kompakter, angenehmer gebaut. Und wir sehen, das hier ist auch wieder nur 1/4. Das heißt, ich kann diesen Teil jetzt hier noch ranfügen, hier quasi im Eingang. So. Hier wäre der nächste Eingang, hier mit dem entsprechenden Verstärker zum Sperren. Nicht? Hier so. Und dann kann hier theoretisch schon der nächste ran. Ne? Die Speicher gehen so rum. Das heißt, hier sind die Speicher dann so aufgebaut. So, wenn das Signal passt, dann, ich habe jetzt das Routing etwas anders gemacht auch hier, also wie das Signal hier intern geleitet wird. Ihr seht, hier unten wird das Signal, was verglichen wird, gibt es mir hier aus. Ja, da kommt's und das gibt er hier weiter auf den hier bis hier vorne hin. So.
Und der hier ist jetzt die gleiche Funktion wie vorhin bei dem anderen mit dem Verstärker und so weiter. Der guckt, ob die Zelle überhaupt geladen ist. Ja. Und nur dann entscheidet er, ob er hier ein Signal weitergibt oder nicht. Ja. Das muss er nochmal extra entscheiden. Es kann ja sein, dass die Zelle zwar geladen ist, aber es nicht passt, ne, vom Bereich. Hier jetzt so 13 und jetzt sehen wir, es bleibt an. Ja. Hier kommt jetzt nichts durch. Seht ihr? Hier blinkt zwar wegen den anderen, dazu komme ich aber gleich. Ne, der geht hier aber nicht an. So, schalten wir das mal wieder hoch. Was passiert als nächstes? Ich habe dann, damit das Signal wieder richtig rumläuft, das Signal erstmal komplett runtergeführt, dass auch das oberste Signal unten ankommt. Und an der untersten Position habe ich dann nochmal einen Vergleicher reingesetzt und lenke das ganze Signal wieder hoch. Nur damit die Reihenfolge passt. Ja. So, und dann, wenn das Signal hier hochkommt und alles passt, dafür ist diese Kontrolllinie hier da. Ne, ihr seht, hier zwacke ich überall einmal ab. Warum der zweite Verstärker? Weil das Signal von hier unten, von dem Verstärker, nicht bis hier oben hinreicht. Deswegen direkt zwei hintereinander. So wird das Signal von hier nach hier verstärkt, also bis auf die 15. Irgendwo hier ist das und von hier dann den Rest. Ne? Das hätte vielleicht auch gereicht, nur hier noch einen Verstärker reinzusetzen, aber so ist es einfacher stackbar. Das heißt, will jetzt jemand vielleicht nicht nur 5, sondern 6 oder 7 Signale routen und ihr fragt euch warum, dazu komme ich gleich, weil das wird die Freaks ansprechen, die richtig krassen, geilen Typen, die noch besser sind als ich. Die können dann nicht hier draus nämlich auch einen Computer bauen. Wo, wie und so weiter, das erkläre ich gleich, ja, was da möglich ist. Ja, wie gesagt, und wenn das dann alles übereingestimmt hat, dann schaltet er hier dieses Redstone aus. Sollte auch nur einer nicht passen. Ich gehe jetzt einfach mal hier hin und sage hier eine 13 und dann sehen wir, bleibt die Strecke auch an. Ja, hier unten sehen wir es richtig schön, wie es noch passt. Hier geht's aus. Klack, aber der bleibt an, weil er sagt, ist nicht. Das heißt, hier wird auch nichts freigeschaltet. Ne? Hier gibt's dann nochmal eine Verzögerung, einen kleinen Dings, dass das auch hier passt. Weil vom Timing her, wenn ihr euch das mal anguckt, passt das jetzt richtig gut. Ja, jetzt sollte er wieder durchschalten. Da haben wir es auch gerade gesehen. So, das Signal geht wieder an und jetzt achtet mal drauf, er geht aus, die Signale kommen, die Signale sind durch und er sperrt wieder. Das heißt, wir haben ein sehr schönes, schnelles System. So, warum will ich als letztes den Befehl senden, ob es ein Minecart ist oder ob es ein Item ist oder. Das hat die Bewandtnis, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass irgendwo hier oben drüber ein paar Schienen laufen. Soweit bin ich aber noch nicht, das ist alles nur Idee. Ja, das heißt, jemand, der vielleicht mehr Zeit hat, kann das Konzept vielleicht auch schneller umsetzen. Und zwar setzen wir uns jetzt hier einfach zum Beispiel einen Vergleicher. Ich bin nur am Überlegen, ob es so gut ist. Ich glaube, so ist besser. So. Und den bauen wir jetzt auch wieder auf diese Variante hier, dass wir Bereiche festlegen. So, hier drauf kommt Fackeln und dann hier vorne noch. Du musst noch hier hin und hier muss noch das und hier muss noch das. Und hier werden jetzt theoretisch die Lesepulte mit den Büchern. Und wenn jetzt hier das Signal übereinstimmt, ich hole sie mir doch mal. Hätte ich sogar gehabt. Ach so, die 1 kann ja hier bleiben. So. Und jetzt sage ich 1 bis 3 für unsere Minecarts. Und jetzt stelle ich das hier mal wieder auf 1 um. Weil jetzt ist uns das Routing im Moment egal. Ich möchte hier noch was anderes zeigen. Und zwar könnte man jetzt, ihr seht hier, das wird jetzt gleich blinken. Wenn das Signal hier durchläuft, zack, ist es kurz ausgegangen. Hier bleibt er nicht lange stehen. Wir machen mal so. Bis das nicht. So, jetzt ist er nämlich auch aus. Und wenn jetzt das Signal weitergeschaltet wird, dann wird hier zum Beispiel ein Tor aufgemacht.
Zack, da war es kurz aus, bis das andere Signal reinkam. Und dann kann hier zum Beispiel ein Tor geöffnet werden, wo dann ein Minecart weitergelenkt wird. Also sprich, falls hier Datenstau ist oder sonst irgendwas, haben wir durch diese Möglichkeit, durch diese Variante dann eine Möglichkeit, mehrere Minecarts auch zu managen. Ja, oder es kann ja auch sein, dass hier gar kein Minecart ist, sondern hier ist noch irgendeine Anforderung oder sowas. Und dann wird das entsprechend weitergesendet. Ja, damit haben wir jetzt quasi es geschafft, uns ein Netzwerk zu bauen, mit dem wir jetzt alles machen können. Ja, so gut wie alles. Nicht unbedingt alles, aber so gut wie alles. Ne? Wir können hier Farben fernsteuern. Man könnte jetzt 5000 Farben fernsteuern, ja, indem du dann zum Beispiel vorne auch dann sagst, ist noch was eingefallen? Text mache ich mal hier ganz hinten, so Computersachen. Text. So. Und dann könnten wir hier zum Beispiel sagen, Farben. Einschalten, ausschalten, gezielt. Ne? Ja, und das sind halt jetzt die Möglichkeiten, die wir hiermit haben. So, wie können wir jetzt damit Rechner bauen? Die Freaks unter euch werden das jetzt viel besser verstehen, als ich, was ich jetzt erkläre. Also, man kann die ersten als Befehl definieren. Also sprich, ich schiebe dich jetzt mal doch nochmal hier rüber und lasse dann Platz und kann jetzt hier zum Beispiel Befehl 1, Befehl 2, Befehl 3, Befehl 4, Befehl 5. Ich kann 5 unterschiedliche Befehlskategorien jetzt quasi hier drinne einfügen. Und dann im Anschluss auch noch welches Programm. Und damit das richtig schnell geht, könnte man jetzt auch nur im Moment noch ein Konzept, ich habe dazu nichts vorbereitet, diesen Abgleicher hier oben, den könnte man auch nochmal anders unterbringen und dann könnte man, wenn man jetzt hier wirklich einzelne Befehle auslesen will, dann brauche ich ja theoretisch 15 und 15 bla und so weiter und es würde ewig lang werden. Ja, dann kann man hier natürlich beigehen und dann per Insta-Leitung, also das Signal geht hier in Dings rein oder verteilt sich ganz ohne das direkt per Insta-Leitung, ja, in alle 4 Richtungen. Ist ja innerhalb eines Computers, da werden ja nicht unbedingt Signale von außen noch dazukommen. Kann man sich die 2 Wege Insta-Leitung machen und kann dann einen Dekodierer ransetzen und dann hier den hier immer wieder dazwischen und sagen, okay, hier ist jetzt mein Bereich. Ja, Bereich 1 und dann kann man hier 1 bis 15 in die Richtung machen. Oder ja, dann direkt im Anschluss noch Bereich 2 und dann 1 bis 15 und. Ja, also man hat jetzt einiges an Möglichkeiten. Gerade war mir noch was eingefallen, was ich gerade eben noch nicht erwähnt hatte und jetzt habe ich es auch schon direkt wieder vergessen. Du bist echt klasse. Was habe ich dann hier gebastelt? Das sieht nach Speicherzelle aus, für keinen Plan im Moment. Ich hatte was von Fernsteuern von Items gesagt. Items schicken, Computer. Und mir fällt es absolut nicht ein. Wir können Minecarts codieren. Also von der Grundidee, vom Grundkonzept ist das hier auf alle Fälle schon mal ein vollwertiger Router. Ach ja, genau, richtig. Diese Teile, wenn wir jetzt gezielt sind, könnte man sogar noch programmieren. Man könnte jetzt hier Speicherzellen wie hier hinsetzen und hier zum Beispiel eine Anforderung schicken für Items. Und dann macht man sich hier noch eine Speicherzelle hin. Dann wird das Signal einfach normal weitergeleitet, ohne diese Sperre. Das heißt, dieses Signal hier, warte, das wird ja an dieser Stelle hier rausgezogen. So, wenn wir hier mal genau gucken. Hier geht's raus. Naja, um 1 versetzt. Ne? Also sprich, auf Höhe des Eingangverstärkers geht's dann hier raus, beziehungsweise ihr seht ja, hier geht's dann raus und das ist genau dieser Block. Also sprich, dieser Block hier. Nur hypothetisch, wenn ich jetzt hier das Signal einfach normal rausleite, so natürlich nicht, wenn dann höchstwahrscheinlich irgendwie auf diese Art, ne? So.
dann kann ich ja meine Vergleiche auch hier anordnen. Ja, ich könnte dann hier gezielt entweder Speicherzellen hinsetzen zum Abgleichen. Also sprich, wir ziehen mal hier das Signal ungefähr so raus. So könnte auch eine Speicherzelle wie hier drüben bauen, dass das Signal, ich werde es ja wahrscheinlich seriell und nicht parallel schicken, um nicht so viele Datenleitungen zu haben. Und dann könnte ich so einen Speicher auch hier hinsetzen, wo sich das von oben nach unten befüllt und die einzelnen Speicher dann hierüber abgleichen. Und wenn das dann hundertprozentig passt, da ich jetzt ja feste Werte habe, wenn die dann passen, dass er dann hier auch erst irgendwas durchschaltet oder routet oder wie auch immer. So, was gibt es noch? Ich habe gerade eben hier schon das mit dem Teleport erwähnt. Man kann natürlich dann auch hier, vielleicht machen wir das auch gerade mal schnell. Jawohl. So. So, Platz suchen. Hier ist doch schick. So. Wie habe ich das jetzt geschafft? Erster Punkt war doch hier. Na also. Okay. Also das hier gehört jetzt natürlich nicht dazu. Das habe ich aus irgendeinem Grund mitkopiert. So. Jetzt könnten wir, keine Ahnung, wo wir wollen. Hier ist noch nicht mal was drauf. Das ist ja super cool. Dann kann man es sogar relativ eng bauen. Hat auch keinen Einfluss. Sehr schön. So, und dann kann man hier jetzt per Lesepult als den einfachen Vergleicher nehmen, den auf jede Etage setzen, die hier so, hier die Fackel und hier die Fackel. Und wenn wir das jetzt hier entsprechend hochsetzen, so, kleiner Blick. Ich weiß, ist gemein, weil man im Survival nicht klonen kann. So, welche Höhe hatten wir? Das Signal, was nach oben geht, hier. Und dann hier nochmal. Ich glaube, hier habe ich auch nur 4 im Moment. Ja. Soll aber nicht stören. Ich möchte ja nur etwas erklären. So. Und wenn wir jetzt hier dieses Signal quasi überall haben und das jetzt noch uns mit Stufen zum Beispiel nach oben lenken oder nochmal mit Verstärkern entsprechend hochlenken und ganz zum Schluss hier das Signal jetzt, ob an oder aus, das muss man dann entscheiden. Ich weiß halt gerade nicht. Ja. Jedenfalls müsst ihr euch vorstellen, das könnte jetzt eine Teleportzelle sein. Ne? Irgendwo kommt das Signal an. Hier habt ihr dann euren Schacht mit dem Wasser und dann könnt ihr hier auch die Teleportation machen, ne? Ausführen über diesen Befehl. Oder wenn ihr dann eine Zentrale habt, jetzt muss ich aber wirklich mal kurz gucken, ob ich das finde. Hatte ich das hier? Nee, hier hatte ich es. Das ist auch der nächste Schritt. Komme ich auch gleich zu, wo ich das hier sehe. Es könnte sogar funktioniert haben, aber ich bin an der falschen Stelle, fürchte ich. Oh nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Uiuiui. Also, das hier, ich hatte es sogar schon mal funktionierend gehabt, aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch funktioniert. Und ich glaube, ich brauchte 2. Naja, jedenfalls, das hier
Komme ich gleich zu. Ich wollte euch eigentlich eine ganz andere Sache zeigen. Sag mal hier kurz reingucken. Ihr seht die Strecken, obwohl das im Nether nicht viel ist. Welche Richtung war jetzt das? Hui. Ich fliege jetzt bestimmt die falsche Richtung. Hier habe ich experimentiert. Heißt das auch was im Nether gewesen? Ja, hier habe ich jetzt die unterschiedlichen Stromstärken. Okay, da ist sonst nichts. Da auch nicht. Ich gucke mal, ob ich es finde. Ich möchte euch nämlich die Teleportstation für 225 Spieler zeigen. Was da nämlich auch möglich ist, wie das aussehen könnte. Das sind alles nur Konzepte. Ich glaube aber, hier werde ich nicht fündig, oder? Das sind Tests über Chunkloading und. Habe ich mal geguckt, wie schnell das Chunkloading geht. Da muss ich mich aber auch noch mal ranhocken. In Verbindung dessen, wenn das Bahnsystem auch erweitert wird. Da wir jetzt ja gezielt in Nether reisen können, brauche ich keine großen, komplizierten Tricks mehr. Oh, ihr seht, was ich hier für Strecken schon zurückgelegt habe in dieser Welt. Und ich hoffe, die ist jetzt nicht sinnlos, die Fliegerei. Oh komm. Wie viel habe ich dann hier gemacht? Das ist ja unglaublich. Schon lange her, dass ich in dieser Welt war. Ja, weiter. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich am Worldspawn angefangen habe zu bauen. Oh, okay. Ja, von wo kommt's? Signal kommt von hier. Shit. Und ihr seht, hier sind die Chunkloader direkt aneinander. Bam, bam, bam. Aha. Hier haben wir schon mal eins. Funktioniert er? Oh nee, der kann nicht mehr funktionieren. Der ist ja komplett leer gelaufen. Oh. Ruhig. So, und mit etwas Glück. Also das hier ist im Prinzip eine Technik, mit der ich Signale. Boah, was ruckelt das dann jetzt hier so? War früher nicht so krass. Ob sich hier erst noch was aufbauen muss? Ruhig. Ich versuche ja eigentlich nur durchs Tor zu kommen. Na? Na komm, lass mich doch mal. Jawohl, jetzt sollte auch das Ruckeln gleich aufhören, hoffe ich. Ansonsten ist die Welt broken und in der neuen Welt wird dann da geguckt. Das dauert aber sehr lange. Ich glaube, es ist abgestürzt. Jawohl. Ja, ist ja gut. So. Äh, was habe ich jetzt aktiviert? Habe ich gerade genau die Welt wieder aktiviert, die Probleme macht? Nee, okay. So, ihr habt gleich wieder ein Bild. Geht sofort los.
So, jawohl. Und da jetzt ja das andere nicht funktioniert hat, versuchen wir es in einer anderen Welt. Ich hoffe, die stürzt nicht ab. Und zwar Teleport 2.0. Vielleicht hatte ich es da schon drinne. Ja, das sieht schon hier nicht schlecht aus. Und wir sehen, es ruckelt auch nicht so krass. Vielleicht waren einfach zu viele Entities. So, jawohl, perfekt. So könnte das dann aussehen. Das sind hier einzelne Teleportzellen. Wo man sich dann eine raussucht, seine Perle reinwirft. Und hier vorne kann man dann auswählen, zu welcher Station man zum Beispiel möchte. Oder, ja, ihr seht, hier habe ich mit Insta-Leitungen experimentiert. Ja, ich hatte eigentlich noch eine etwas kompliziertere Zelle. Die weiß ich aber jetzt nicht, wo die ist. Ja, aber hiermit habe ich quasi die Datenübertragung. Hier seht ihr es mit 3 Dingern. Eine Datenübertragung in Nether per Schalkerkisten, die unterschiedlich gefüllt sind. Und die werden dann im Nether gewogen und übergeben. Und hier kamen dann die 2 Signale an und dann konnte man gezielt 2 Dinger auswählen. Geht das hier auch runter? Nee, das ist nur die Auswahl. Und dann konnte man einen der 225 Türen hier dann einfach oder Falltüren dann entsprechend schließen. Ja, du bist dann hier unten irgendwo aufgetaucht und dann hoch. Ich hatte sogar schon noch eine richtig geile Zelle, ich weiß aber nicht mehr wo. Die war sogar mit Tür. Ja, also die war dann Creeper sicher, ja, bist da reingegangen, hast deine Perle hier rein, hast ich glaube, einen Diamant oder ein Emerald hier hingelegt und dann bist du rausgeschmissen worden und die Eisentür ist zugegangen. Und erst wenn man die Falltür aktiviert hat, dann ist die die Eisentür wieder aufgegangen. Ja, genau, das ist dann auch möglich und ihr seht, ich habe da echt Großes vor. Ja, wir haben jetzt quasi hiermit ein Netzwerk geschaffen, mit dem wir jetzt das alles über eine Infrastruktur, eine Dateninfrastruktur leiten können. Von hier in den Nether ist sogar dann noch geiler, dann hat man noch weniger Zeit und bei langen Strecken sogar per Insta-Leitung. Und wir können die Signale jetzt routen, in diesem Fall mit 5 mal 15 Signalen, es können auch 6 mal 15, könnt ihr so viele nehmen, wie ihr wollt, könnt ihr hier übereinander stapeln, einfach die Bereiche auswählen. Ja, also, wenn euch noch einfällt, was man hier noch programmieren könnte, dann gebt mir Bescheid, dann wird das mit aufgenommen und dann versuche ich mal das ganze System aufzubauen. Ja, damit bedanke ich mich für heute fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.